Mit Fortnite erfüllen sich mehrere Bedürfnisse. Held sein, aus der Realität flüchten, natürlich auch eben, weil ich da mal Held sein kann, weil ich da mal selbstbestimmt bin, weil ich dann natürlich mal in der Fantasie irgendwelche besonderen Kräfte habe, weil ich mit meinen Kumpels spiele, weil wir zusammen sind, also wieder Gemeinschaftsthema. Die Computerspiele sind alle darauf ausgerichtet, genauso wie alle Apps, dass wir dranbleiben. Die Idee ist, dass man dranbleibt. Der ganze Witz an der Sache ist, dass wir uns damit beschäftigen, dass das Ding so funktioniert, dass es unsere Bedürfnisse erfüllt. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Bevor es gleich losgeht mit der heutigen Episode, möchte ich dich ganz herzlich zu meinem Adventskalender verbunden sein. Mehr Verbindung und Nähe im Familienalltag einladen. Hier erhältst du von mir kostenfrei vom 1.12. bis zum 24.12. jeden Tag einen kleinen Videoimpuls darüber, wie du mehr mit dir, mit deinem Kind und mit deinem Partner in Verbindung kommst. Denn du weißt, die bewusste Elternschaft ist das Thema, worum es hier im Podcast und in meiner Arbeit geht. Und das Gefühl der Verbundenheit ist ein entscheidender Baustein, nämlich das Fundament für Vertrauen, für Sicherheit und emotionale Nähe. Die nämlich wiederum beeinflussen die emotionale und soziale Entwicklung von Kindern und legen den Grundstein für ein starkes Selbstwertgefühl, für eine hohe Resilienzfähigkeit und gesunde Beziehungen im späteren Leben. Wenn es dir so geht wie mir, nämlich dass der Dezember und besonders die Adventszeit so voll ist mit Terminen und Aufgaben, To-Dos und wir manchmal hier extrem im Funktionsmodus sind, schnell Wut, Groll und Frustration, unsere Routinen, die manchmal gut oder weniger gut funktionieren und vor allem alte Erinnerungen und Gedanken präsent sind, dann ist der Fluss der Liebe blockiert. Dann haben wir keine gute Verbindung mehr zu uns, zu unserem Kind und zu unserem Partner. Dann bleibt leider wenig Raum, sich achtsam, bewusst und liebevoll zu verbinden mit dir selbst, um Energie zu tanken, mitfühlend zu sein und sich dementsprechend auch mitfühlend und liebevoll deinen Herzensmenschen zuzuwenden. Genau hier möchte ich dich nochmal darauf hinweisen, zum Adventskalender verbunden sein, dazuzukommen, denn du erhältst in dieser herausfordernden und gleichzeitig ja doch so besinnlichen Zeit von mir Tag für Tag kleine Erinnerungen und Impulse, die du wie kleine Achtsamkeits- oder Liebesinseln in deine Beziehungen im Alltag einbauen kannst und sie dadurch stärkst. Jeder Impuls von mir ist so ausgelegt, dass sie den Fluss der Liebe wieder in Gang bringen, ohne dass du viel Zeit und Energie in intensive Übungen investieren musst. Meine Liebe, ich freue mich, wenn du dabei bist. Die Adventsreise, die ist für dich da, um dich zu unterstützen, dich zu inspirieren, dir zu helfen, präsenter zu sein und deinen Beziehungen kleine Momente der Nähe und Verbundenheit zu schenken. Wenn du dabei sein magst, dann melde dich gerne an unter sprachzeichen.de/verbunden-sein oder du nimmst direkt den Link, den du hier unterhalb dieses Podcasts in den Shownotes findest. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo meine Liebe, schön, dass du heute wieder hier bist bei einer meiner Q&A-Episoden. In diesen speziellen Folgen beantworte ich eine Frage aus meinem Mentoring-Programm Gemeinsam wachsen, in dem Mamas im Coaching ihre persönlichen Herausforderungen im Alltag mit ihrem Kind
mit und in der Community teilen und von mir Klarheit, Bewusstsein und natürlich Impulse und Anregungen zur Konfliktlösung bekommen. Ich freue mich, dass ich dir hier im Podcast meine Werkzeuge, Einblicke und Reflexionsfragen an die Hand geben kann, damit du und dein Kind an den Herausforderungen und den Konflikten, die ganz natürlich in jedem Familienalltag sind, gemeinsam wachsen könnt. Wie immer geht es hier um Prinzipien der bewussten Elternschaft. Das heißt, es geht um achtsame, bewusste Kommunikation, authentische Verbindungen und das Loslassen von alten Verhaltens-, Denk- und Sprachmustern. Wenn dir das Thema heute gefällt und du mehr über gemeinsam Wachsen erfahren möchtest, findest du wie immer weitere Infos dazu in den Shownotes. Wie gewohnt lese ich dir jetzt erst einmal die Frage der Mama aus der Community vor und dann geht es auch schon direkt los. Ich wünsche dir ganz viele Erkenntnisse, Klarheit, Bewusstsein und vor allem Freude bei dieser Episode. Los geht's. Hallöchen, ihr Lieben, Hallöchen, Manuela. Also, unsere Söhne sind 9 und 11 und bei uns spitzt sich das Thema Medien, im Konkreten das Spielen von Computerspielen zu. Die Augen gehen auf und sie wollen dran. Unser Alltag dreht sich nur noch darum, wann sie zocken dürfen. Das Spiel Fortnite durfte Ole seit Oktober spielen, seit Dezember täglich. Wir haben beobachtet, wie es sein Wesen verändert und wir ständig im Konflikt waren. Deshalb haben wir es jetzt auf 1 Stunde am Wochenende gekürzt. Ist drastisch, aber nötig. Ich weiß, dass digitale Medien heute und in Zukunft dazugehören. Aber wie der Umgang in der Gesellschaft damit ist, lässt mich skeptisch sein. Das ist auch ganz gut so. Komme ich gleich dazu. Ich habe den Jungs jetzt vorgeschlagen, dass sie ja Stop-Motion-Filme drehen können. Kein Bock. Hast du noch Alternativen? Bis dato kein Handy und Ole ein Tastentelefon. Ole ist damit der Einzige in der Klasse. Fühlt sich für ihn auch nicht schön an. Erstmal meine Hochachtung, dass ihr so lange durchgehalten habt mit dem Smartphone. Das erlebe ich sehr selten. Also echt Respekt. Ich bin mit meiner Beobachtung in diesem Bereich auch so weit, dass ich sagen kann, je länger man das rauszögern kann, Kindern ein Smartphone zu geben, umso besser. Warum? Meins liegt auch hier. Es gibt über Smartphones so viele Studien auch, wie sehr natürlich das Smartphone uns kontrolliert, beziehungsweise wir uns kontrollieren lassen von diesem Belohnungssystem mit dem Klingeln, dass es einfach in verschiedenen Aspekten, zum Beispiel auch im Büro, wie bei mir, direkt am Schreibtisch. Gut, ich habe es wirklich auch sehr viel für meine Arbeit natürlich. Nichtsdestotrotz, allein die Präsenz zum Beispiel vom Smartphone im Büro unseren IQ sinken lässt, unseren Fokus und unsere Aufmerksamkeit sinken lässt, weil wir immer in einer angespannten Haltung sind und darauf warten, dass die nächste wichtige Nachricht des Tages kommt, die ich ja natürlich sofort lesen muss. Von daher, ich will gar nicht so viel jetzt aufs Smartphone eingehen, sondern auf deine Frage, dass ihr so lange durchgehalten habt, finde ich großartig. Und ja, es fühlt sich für die Kinder komisch an. Was steckt dahinter? Dahinter steckt natürlich das, was wir ja als Grundbedürfnis in uns drin haben, nämlich die Zugehörigkeit. Wir möchten dazugehören. Und wenn wir dann nicht dazugehören, dann bringt uns das an diesen Punkt, dass wir befürchten müssen, ganz unbewusst und unterbewusst in uns drinnen, ausgeschlossen zu werden und dann aus der Gruppe herauszukommen und dann nicht mehr lebensfähig zu sein. Das hat uns ja das Überleben gesichert. Das Überleben hat uns gesichert, dass wir in der Gruppe sicher waren, dass wir in der Gruppe geschützt waren, dass die Gruppe uns immer den Schutz gegeben hat vor diesen Säbelzahntigern. Und heute noch natürlich brauchen wir die Gruppe zur Erfüllung unseres Gefühls nach Zugehörigkeit. Auch natürlich bedingt, weil wir soziale Wesen sind. Wir sind keine Alleingänger. Wir sind gerne untereinander. Und dann fühlt sich das natürlich nicht schön an im Sinne von, ich bin der Außenseiter. Ich bin am Rande dieser Gruppe. Wann gehöre ich denn vielleicht nicht mehr dazu? Und das ist ein Thema. Es ist ein großes Thema. Ja, denk gerade dran, Kinder zu stärken. Das Thema Mobbing poppt da in meinem Kopf natürlich gleich auf. Es kommen ganz viele Themen damit natürlich einher, die für Kinder herausfordernd sind. Damit auch zu deinem Nebensatz, das lässt dich skeptisch sein, wie der Umgang mit der Gesellschaft damit ist.
Zu Recht, weil wir noch keinen Umgang mit den Medien haben. Das ist jetzt mal eine etwas provokante Formulierung. Medien gehören dazu. Die digitale Welt ist im beständigen, wahnsinnig schnellen Fortschritt. Es ist unfassbar, was wir können, was möglich ist, was in den letzten Jahrzehnten entstanden ist. Und genau deswegen, weil das auch noch so viel schneller geht und jeden Tag neue Tools, neue Möglichkeiten, KI, Stichwort Industrialisierung 4.0, das sind so unfassbare Themen, die uns da berühren, mit denen wir konfrontiert werden, in allen möglichen Bereichen, dass wir überhaupt keine Erfahrungswerte natürlich damit haben. Wir wissen noch nicht so recht, wie wir damit umgehen. Es gehört schon dazu, aber wir haben eigentlich noch keine richtige Kompetenz, damit umzugehen. Und das ist die große Herausforderung. Wir wachsen gerade in diese Digitalisierung voll hinein und lassen uns auch einnehmen davon, sprich Handys, ja, wenn die klingeln und Belohnungssystem oder, oh, ja geil, nochmal ein Hormonschub, was mich belohnt. Ähm, die Dopamindroge. Also wir wachsen so hinein und wissen aber gar nicht so recht, was es mit uns macht, welche Auswirkungen es eigentlich so im Detail mit uns hat. Das ist eine totale Gratwanderung zwischen wie viel kann ich erlauben, wie viel kann ich mitgehen, wann spüre ich, dass es mir nicht mehr gut tut. Und für Kinder ja erst recht. Ich habe beim Thema Medien, ich habe schon so viel zu dem Thema Medien gesagt, auch gerade Computerspiele, ähm, weil es auch hier kein Patentrezept gibt. Es gibt keine Schrittlösung, keinen Weg, den man gehen kann, weil wir so in dieses ganze Themenfeld so hineinwachsen und vor allem beobachten müssen, wie die Kinder darauf reagieren. Du schreibst, dass das Wesen sich verändert hat. Und für mich ist das ein Anzeichen, wirklich zu begrenzen und zu sagen, hier passiert was, was ich auch als Eltern verantworten muss, eine Veränderung, die ich beobachte und ich sehe, dass es dir nicht gut tut. Das ist der Ratschlag, ja, den ich immer gebe, ist zu sagen, Mann, merke ich, dass es meinem Kind nicht mehr gut tut. Und es kann ja auch von Tag zu Tag ganz unterschiedlich sein. Es kann ja Tage geben, bei denen die Kinder viel spielen und zocken und trotzdem irgendwie voll gut drauf sind und in ihrer Energie sind. Und dann gibt es Tage, wo sie eine halbe Stunde gucken, spielen oder am Handy hängen und eigentlich eine völlige Überforderung haben. Und das ist diese Gratwanderung, die oft im Alltag ja für uns gar nicht möglich ist. Da sind wir einerseits ja auch froh, dass die Kinder spielen, weil mehr Freiraum für uns ist, weil einfach unser Alltag so voll ist. Dann können wir oft gar nicht begleiten und dabei sein und daneben sitzen, eben weil wir erst eigentlich unser Leben umstrukturieren müssten, damit diese Art von Begleitung möglich ist. Kinder haben unterschiedliche Phasen. Also ich muss es dir eigentlich ja nicht erklären, wie komplex das Thema ist. Es ist komplex. Es ist nicht einfach so mit einer Lösung dahergesagt. Ich finde es wichtig, das Kind zu beobachten und zu schauen, was macht es mit meinem Kind. Ich finde es wichtig, dass wir hier miteinander Medienkompetenz entwickeln. Und da jetzt so meine Idee für dich. Meine Idee für dich ist tatsächlich, zum einen, was du machen könntest, ist, dass deine Jungs ja auch natürlich eine Fremdbestimmung empfinden. Logischerweise ist ja auch der Fall, wenn sie in ihrer Autonomie eingeschränkt werden oder in ihrer Selbstbestimmung eingeschränkt werden. Und was du machen kannst, ist einen Vertrag aufsetzen. Ich würde das mal probieren, einen Vertrag mit den Kindern zu machen, ähm, der ganz individuell natürlich auch sein kann. Muss darüber, welche Veränderungen zum Beispiel bei Wesensveränderungen, mein Kind ist, wenn du aggressiver wirst oder wenn eine Form von wenn alles zurückgestellt ist für Fortnite oder ähnlichem, dass es dann quasi einen Alarm gibt in der Familie und wir nochmal neu anpassen. Überleg dir, wie ein Vertrag für euch ausschauen könnte. Der Vorteil beim Vertrag ist, dass es so ein bisschen in die Richtung von also es ist ein Vertrag, es ist eine Vereinbarung, es ist eine Familienkonferenz, die vorher stattfindet. Das heißt, deine Kinder haben das Mitspracherecht, mitzubestimmen, an welche Vertragsregeln sie sich halten und wie quasi ein
Verstoß gegen diesen Vertrag, welche Konsequenzen es hat. Nicht in Form von Bestrafung, sondern hey, guck, wir haben hier vereinbart, bei Wesensveränderung oder wenn die Werte, die wir haben, zum Beispiel gemeinsames Abendessen, wenn das ein Kampf wird, zum Beispiel, wegen des Spiels, dass es uns wichtig ist, dass wir zusammensitzen oder dass es einen Ausgleich geben muss. Halbe Stunde Spielen, halbe Stunde Sport. Ich weiß nicht, wie das bei euch sein könnte. Du musst auch diesen Vertrag nicht innerhalb von 5 Minuten herausgefunden haben. Es ist eine Idee, weil dadurch bei dem Vertrag die Kinder natürlich ein Mitbestimmungsrecht haben. Sie entscheiden mit, was auf dem Vertrag steht. Und ihr könnt es aushandeln im Rahmen dieser Besprechung und Familienkonferenz. Was Zweites, was ich dir sagen möchte, weil das relevant ist, ist, dass natürlich diese Computerspiele und auch das Handy und wenn wir auf Instagram scrollen, gilt es für uns ja genauso oder auf Facebook oder sonst irgendwo unterwegs sind, wir erfüllen uns damit ein Bedürfnis oder 2 oder 3. Die Kinder auch. Mit Fortnite erfüllen sich mehrere Bedürfnisse. Held sein, aus der Realität flüchten, natürlich auch eben, weil ich da mal Held sein kann, weil ich da mal selbstbestimmt bin, weil ich dann natürlich mal in der Fantasie irgendwelche besonderen Kräfte habe, weil ich mit meinen Kumpels spiele, weil wir zusammen sind, also wieder Gemeinschaftsthema. Die Computerspiele sind alle darauf ausgerichtet, genauso wie alle Apps, dass wir dranbleiben. Die Idee ist, dass man dranbleibt. Der ganze Witz an der Sache ist, dass wir uns damit beschäftigen, dass das Ding so funktioniert, dass es unsere Bedürfnisse erfüllt. Ist ja erstmal gut, darf es ja auch erstmal sein. Wenn ich jetzt natürlich eine Wesensveränderung habe und oder ich merke, dass es mir nicht gut tut, muss ich mir ja wieder überlegen, welche Strategie hilft mir, um mein Bedürfnis zu erfüllen. Wenn jetzt wir Eltern kommen und dann sagen, pass auf, du spielst zu viel, ich sehe das, ich nehme dir das jetzt weg, ich reduziere das jetzt, dann muss ich für die Alternative, für den Ersatz der Bedürfnisbefriedigung sorgen. Ich kann also nicht sagen, also kann ich schon, ja, ich erkläre dir das jetzt einfach mal, ich nehme dir das jetzt quasi weg und dann mach was anderes. Ja, so sage ich es jetzt mal so ganz, mir egal, was du machst, aber mach was anderes, sondern es ist dann meine Aufgabe in der Form, dass ich sage, wie könnte dein Bedürfnis letztendlich nach Gemeinschaft oder nach Heldsein noch erfüllt werden? Und mit wem könnte das noch erfüllt werden? Vielleicht muss man da auch andere Familien mit ins Boot holen und andere Freunde mit ins Boot holen, sich mit den Eltern der Freunde auseinandersetzen und sich zusammensetzen und überlegen, ob die vielleicht auch einen Vertrag machen wollen mit ihrem Kind. Ja, Kommunikation von Werten habe ich mir noch hier aufgeschrieben für dich, im Sinne von, dass ihr euch klar seid, was ihr braucht, was ihr wollt in eurer Familie, was euch wichtig ist. Und ich habe auch noch hier aufgeschrieben, Klarheit, was bedrückt euch? Also, wovor habt ihr Angst? Das heißt, die Beschäftigung damit, was eure Ängste sind, welche Themen da dahinter liegen. Ja, klassisches Beispiel, mein Kind soll eine Mütze aufsetzen, ich habe Angst, dass es krank wird. Dann muss ich mich damit beschäftigen, stimmt das denn eigentlich, dass mein Kind krank wird, wenn es keine Mütze auf dem Kopf hat, aufgesetzt hat? Welcher Glaubenssatz steckt da dahinter? Bei den Medien haben wir das sehr ähnlich. Ich habe ja immer wieder die Erfahrung, dass die Eltern dann Angst haben vor Sucht. Heißt, wir müssen uns beschäftigen, wie Sucht entsteht. Kann das denn sein, dass mein Kind überhaupt süchtig wird von dem Spiel? Wir müssen gleichzeitig uns daran erinnern, dass natürlich unser Belohnungszentrum angesteuert wird, wenn mein Handy klingelt und ich dann nachschaue, welche Nachricht ich bekommen habe. Dass mein Belohnungszentrum immer wieder getriggert wird, wenn ich quasi im Spiel ein Next Level erreicht habe. Es ist ja auch gewollt so. Und da ist es wirklich so ausuferndes Thema. Da ist es so für uns als Eltern die Aufgabe, das zu wissen, zu verstehen und den Kindern zu kommunizieren, damit die auch ein Bewusstsein dafür kriegen, wie unser Körper funktioniert, wie unser Geist funktioniert. Und so kommen wir natürlich von einem Thema ins nächste. Ich komme dabei wieder darauf zurück, dass wir alle mit den Medien schwimmen und mit aufwachsen und es für ganz natürlich halten und noch keine Erfahrungswerte haben. Und die Erfahrungswerte, die wir haben, letztendlich wie in der Elternschaft, durch Try and Error entstehen und wir aus diesen
Erfahrungswerten individuell in jeder Familie, in jedem Familiensystem unsere Ergebnisse ziehen müssen, anpassen müssen, Verträge, Vereinbarungen ändern dürfen, ins Gespräch gehen müssen und offen und auch ehrlich mit den Kindern sein müssen. Ja, zu sagen, ich sehe das, dass das schwierig ist für dich in der Klasse wenn du der Einzige bist ohne Smartphone. Welche Vorteile könnte das denn haben? Ja, auch wirklich für uns zu überlegen, warum wollten wir das so? Was sind die Werte? Was ist uns wichtig? Wovor haben wir Angst? Und auch natürlich Vor- und Nachteile aufzulisten und dem Kind zu sagen, das sind die Gründe, das sind die Vorteile davon. Das sind aus unseren Erfahrungen heraus sind die Vorteile davon, wenn du ein Smartphone hast, die oder wenn du kein Smartphone hast, die, je nachdem, wofür ihr euch entscheidet. Ja, Riesenthema, spannendes Thema. Ich finde es immer noch gut, dass ihr kein Smartphone habt. Ich finde es wirklich gut, weil ich das auch beobachte, auch bei meinen Klientinnen beobachte, wie krass die Kinder noch ein Stück mehr als unsere Generation, also wir jetzt, alles für automatisch halten und für ganz natürlich halten, natürlich native. Und vieles schon gar nicht mehr im Bewusstsein haben, was eine App ist und wie das funktioniert, teilweise auch dann nicht mehr richtig tippen können und so. Also ich erlebe schon wirklich spannende Sachen und Aufklärung ist echt wichtig. Ich halte bei dem Thema Medien und vor allem auch zukünftig mit die Arbeit mit der KI, was ja wirklich wahnsinnig ist. Ich kann euch das gar nicht erzählen. Ich stecke ja beruflich da auch so drin, was alles möglich ist. Es ist gruselig, es ist auch echt beängstigend. Ich will gar nicht schwarzmalerisch sein, sondern dieses Bewusstsein zu haben, in welche Richtungen das gehen kann. Und das mit den Kindern zu besprechen, je nach Alter oder dann eben in der Verantwortung zu entscheiden. Und das ist nochmal die Rolle auch, die wir haben. Wir entscheiden das. Wir Eltern entscheiden das. Und wir tragen die Verantwortung für die Ärgernisse, die unser Kind hat, für die Wut, die dann da natürlich da ist, zu Recht, für die Konflikte, die da sind, für die vielen Stunden, in denen wir grübeln, dass es dann auf uns, ja, das ist dann uns, unserer Entscheidung, unserer Verantwortung, die wir haben, darauf zurückzuführen. Und es ist okay, dass dann die Kinder wütend sind. Das müssen wir uns einfach daran erinnern. So. Und wenn Sie 5 Jahre später fragen, warum habe ich das so entschieden, dann möchte ich die Antwort geben können. Vielleicht hilft dir das auch. Also das ist ein Gedanke, den ich immer wieder habe, wenn meine Kinder 18 sind und sie sagen, Mama, warum hast du das damals gemacht? Dann möchte ich das sagen können. Ja, entweder schreibe ich es mir auf oder ich weiß es einfach, weil ich aus meinen Werten heraus und meiner Überzeugung heraus so entschieden habe. Und diese Entscheidung, die mag falsch sein, was auch immer falsch dann ist. Zu diesem Zeitpunkt habe ich das entschieden und habe das zu diesem Zeitpunkt verantwortet und darum geht's. Ja, jetzt höre ich hier auf, weil das doch ein recht großes Thema ist. Und hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen, Ideen geben, eine Richtung geben. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-Warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.